Boah, ist das kalt. Die Heizung ist aus. 13 Grad. Die Sicherung ist raus. Okay, da werden wir wohl die Heizung auf Gas umstellen müssen. Willkommen im Wintercamping bei Hauptsache weg. Ich bin der Marco und wir feiern Silvester auf dem Campingplatz. Und es ist arschkalt. Don't wanna sleep tonight at all. Just wanna watch them stars fall. But you don't wanna try to make up dreams just to be seen. I wanna lay here beside you, all quiet. Guten Morgen. Um mich fertig zu machen, gehe ich immer in das kleine Bad. Gott sei Dank haben wir ein Klappwaschbecken, dass ich ein bisschen mehr Platz habe. Aber die Feo, die zerstört, währenddessen ich mich fertig mache, das Bad. Somit habe ich jeden Morgen was zum Aufräumen. Ne? So, aber hier ist es wunderschön warm und hier kann auch nichts passieren. Und fürs Sanitärgebäude ist es mir jetzt einfach zu kalt draußen, mit Kleinkind dorthin zu watscheln. Da mache ich mich lieber hier schnell fertig. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben ja so eine Freikarte. Ach hier, Gutschein Reifenrutsche. Einmal Reifen für 1 Stunde. Und das ist der Che-Che-Point, wo wir jetzt die Reifen ausleihen. Oh, ist das kalt heute, hä? Also mir nicht. Ne, du hast ja auch 3 Hosen an. Ich hab 3 Hosen an. Leihen wir jetzt den Reifen aus? Ja. Das ist orange gekommen. Ja. Hier. Hierhin. Währenddessen Papa und Theodora schlafen, machen wir was? Rudeln gehen. Die Mr. Snow Rodelbahn ausprobieren. Bei Schnee. Auf die Plätze, fertig, los! Oh. Na los, Papa, hoch! Das war cool, oder? Ja. Mach schön langsam, ja? Tat das weh? Ja, übelst! Au, fast was gebrochen. Willst du das nochmal machen? Ja. Guck mal, hier sieht man einen Abdruck. Remember when you told me that I should take it slow, but I can't stay when the world is waiting. Es hagelt und was machen wir jetzt? Rodeln. Rudeln! Hier, es hagelt im Strömen. You can change me, you can tell me down. I'll be there, goes in every place I find. I break the
moves with ripples. Mine, I'm a hurricane and free. Born, you can change me, you can tell me time. That goes in every place I fly. Break the walls with ripples. Mine, I'm a hurricane and free. Born, you can change me, you can tell me time. That goes in every place I fly. Break the walls with ripples. Mine, I'm a hurricane and free. Born, Also wir waren ja schon mal im Herbst hier im Trixie Park. Da sind wir auch diese Reifenrutsche hier gefahren. Die heißt ja eigentlich Mr. Snow. Und im Herbst kannst du genauso hier runterrodeln. Aber was ich echt unterschätzt habe, wenn Schnee da liegt, ist es wirklich, würde ich sagen, fast 30%, 40% schneller. Also wirklich unglaublich. Deshalb haben sie auch hier diese Stopper ausgelegt, dass du einfach, wenn du so schnell hier runter düst, eine Bremsmöglichkeit noch hast. Also ich hätte nie gedacht, dass mir das noch so viel Spaß macht. Ich glaube, das werde ich morgen noch mal ausleihen. Und der perfekte Sport im Wintercamping, weil der ist ultra warm. Nicht runterfallen. Wenn ich das hier umrühre, wohin willst du dieses Ding legen? Ta-ta-ta. Wir müssen die Schulbücher umschreiben. Das wird die Geschichte verändern. Diese Erfindung. Du, jetzt mal ehrlich. Du brauchst zu Hause immer irgendwas zum Ablegen. Wenn ich jetzt hier ablege, toll. Ist es schmutzig, muss ich es wegwischen. Und dieses Ding muss ich hier aber auch nicht in den Abwasch legen, weil hier ist es ja auch schmutzig drin. Also kann ich das hier einfach so hier reinlegen. Und hier wischst du ja immer kurz. Zack. Da muss man jetzt mal überlegen, wie weitsichtig da Adria produziert hat. Das ist unglaublich. Die haben das bedacht, dass du da deine Kerle hinlegen kannst. Nein, das war meine Idee. Also was ich definitiv am Wintercamping richtig, richtig toll finde, ist, dass du wirklich nur eine Tür von dem kalten Winterfeeling draußen in der Natur entfernt bist. Und ich hätte es niemals gedacht, dass ich so gut damit zurechtkomme. Du machst ganz normal dein Frühstück, dann gehst du mal raus, dann gehst du wieder rein Mittagessen, dann gehst du wieder raus. Und das ist immer so phasenweise, dass du draußen beim Wintercamping bist. Was auch ist, es ist ja schon dann rechtzeitig dunkel. Das bedeutet, du siehst wirklich nur tagsüber deine ganzen Mitcamper auf dem Platz und teilweise ab 16, 17 Uhr gehen die dann alle in den Wohnwagen und mummeln sich dort ein. Da siehst du dann überall die Lichter im Wohnwagen und wie die Familien dann um ihre Rundsitzgruppen sitzen oder vorm Fernseher und ihren Film gucken. Ist wirklich ganz niedlich und es ist immer wieder verwundernd, wie warm dieser Wohnwagen ist. Jetzt hat man ja eh den bewölkten Himmel und es wird jetzt dunkel. Aber du kannst dir bis mindestens 14 Uhr kannst du hier locker guten Morgen wünschen. Weil die alle bis 12 Uhr schlafen. Und das ist der Hammer. Ich habe heute ein Dreiviertel des Tages habe ich jedem, der mir entgegenkam, einen guten Morgen gewünscht. Das war vollkommen korrekt. Da kam guten Morgen zurück. Oder die haben zu mir guten Morgen gesagt. Obwohl wir um 8 aufgestanden sind, ne? Obwohl wir zeitig wach waren, genau. Aber die so alle aus ihren Löchern rausgekrochen kommen, du weißt halt nicht so richtig, welche Zeit ist jetzt. Guten Morgen, das passt. Die Maria, die wollte herausfinden, ob die ganzen Flüsse hier alle gefroren sind. Doch wie man sieht, das Leben findet einen Weg.
Okay, rein. Kleiner Tipp von mir: Sinnvolles Ineinanderstecken im Wohnwagen schafft Platz. Meine riesen Schneeschuhe und die kleinen Babyschuhe einfach hier reinstecken. Was ich auch wirklich mal sagen muss, ist, was ich total toll finde, die Sanitäranlagen hier, die sind immer perfekt sauber. Egal, wo man hier hinguckt. Und ich sehe halt nie Reinigungspersonal, ist halt egal wo. Genau das meine ich. Jetzt kommt mein erster Herrnhuter Stern. Ja, in einer Box, einer Holzbox. Das ist die Holzbox Herrnhuter Stern Sonderedition 2025 Violett. Keine Ahnung, ob ich mir noch mehr Sterne holen werde. Ich habe ja diesen Trend nie so richtig mitgemacht, aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Zumindest ist es meine Farbe. Heute Abend lassen wir es uns mal gut gehen und gehen heute schick essen. Am Buffet. Und ich muss auch noch mal sagen, dass ich das echt total schön finde. Hier auf dem Campingplatz. Du hast hier wirklich absolute Stille. Morgen ist Silvester. Du wirst hier ultra selten mal irgendwo einen Knaller gehen. Also für Leute, die Silvester entfliehen wollen, ist es absolut perfekt. So, bist du satt? Ich bin satt und es war sehr, sehr lecker. Mir hat es echt gut geschmeckt. Oh ja. Immer wenn ich zum Himmel schaue, dann kommt der Mond. Das ist so wieder. Wahrscheinlich bist du der Mond.
Wir haben jetzt frisch geduscht. Es ist schweinekalt. Wir haben kein Zeitgefühl mehr, oder? Es muss schon mega spät sein, bestimmt schon so 9:30. Und die armen Hausmeister waren jetzt gerade noch im Sanitärgebäude, weil eine Dusche dauerhaft lief, die sie jetzt aufbohren müssen. Abends 9:30. Liebe Grüße an die Hausmeister. Und wir gehen jetzt ins Bett. Ich bin diejenige heute, die die Brötchen holt am Silvestertag. Im Hintergrund die Mr. Snow Schanze oder Rodelbahn vom Trixie Park. Und es ist jetzt um 9 und ich werde jetzt die altdeutschen Brötchen von dem tollen Bäcker hier holen. So, die Brötchen sind da. Und was mir heute besonders auffällt, ist, dass hier übelst viele Hobbywohnwagen sind im Wintercamping. Das ist mir noch nie so aufgefallen wie jetzt hier im Wintercamping. Hobby, Hobby, Hobby. Hobby Prestige, Hobby Deluxe, Hobby da. Krass. Sind das denn Hobbywohnwagen? Sind das denn die Winterwohnwagen überhaupt? Das ist hier die Frage. Obwohl unser Adria wirklich sehr, sehr warm hält. Richtig schön warm. Wir sind das erste Mal Silvester tatsächlich weg. Also nicht zu Hause, sondern wirklich Silvester außerhalb. Und das ist auch so ein Grund, warum wir unseren Wohnwagen zugelegt haben. Weil wir Silvester nicht mehr zu Hause feiern wollen. Es schneit. Genau so soll es sein. Wintercamping, Schnee und heute noch Silvester feiern.
Gott sei Dank haben wir hier so einen kleinen Mini-Berg direkt am Campingplatz. Alles voller Schnee hier. Oh. Ist es nicht herrlich hier im Winter? Total verträumt. Einfach so das gefrorene Wasser, was seinen Aggregatzustand ändert. Einfach schön. Wir sind nämlich hier im wunderschönen Trixie Park. Ich finde den wirklich schön gemacht. Du hast hier ein Schwimmbad um die Ecke, was allerdings jetzt renoviert wird ab nächstem Jahr. Aber dann wird es eben auf den neuesten Stand gebracht. Hinter mir seht ihr, wenn man es hier sehen kann, eine riesengroße Siedlung von Ferienhäusern, die man hier beziehen kann. Du hast noch einige Sachen hier um die Ecke, die du hier machen kannst. Es gibt eine Schmalspurbahn. Es gibt ein wunderschönes Gebirge hier für Bergsteiger und Wanderungen, was von der Natur her einfach nur bombastisch ist. Du hast hier einen Action Point, du hast hier jede Menge Attraktionen für Kinder. Für jeden was dabei. So, hier sehen wir im Hintergrund zum Beispiel auch die wunderschönen Spielplätze, die hier sind. Die sind wirklich top gemacht. Hier gibt es ein Streichelzoo, hier gibt es überall Tischtennisplatten. Hier gibt es wirklich, was mir auch gefällt, es ist immer was los. Es ist immer Animationsprogramm hier geboten. Seien es Nachtwanderungen, seien es irgendwelche chilligen Abende mit dem Lagerfeuer. Es ist einfach, dieser Ort hier lebt, auch im Winter. Und das macht es einfach schön. So, und wenn wir jetzt hier weitergehen, dann haben wir auch den Grund, warum der Trixie Park heißt. Und zwar hat das alles seinen Ursprung, dass die ganze Sache hier einfach nur ein stinknormales Schwimmbad war. Oder ein Waldbad, kann man sagen. Und hier hinter mir, das hier ist der See, das ist das Schwimmbad normalerweise hier. Und dort, dieses Walross da, diese riesengroße Rutsche, das ist Trixie. Deswegen heißt der ganze Spaß hier so. Und im Laufe der Zeit kam der Campingplatz dazu, kamen die Hotelanlagen dazu. Auf jeden Fall sehr cool, heute am Silvestertag. Man hört hier absolut nichts. Man hört hier keinen Knaller, nirgends. Es ist absolut lautlos. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum hier viele auch ohne Familien hierher kommen. Das ist dann eben Pärchen mit Hund. Die wollen halt dem Wuffi diese ganze Knallerei ersparen. Und ich muss echt sagen, kann ich der ganzen Sache nur zustimmen. Weil das, was heutzutage so in den Städten abgeht, ist nicht mehr normal. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. And that's what made me fall in love. Ein Foto? Alles gut. You've got style, the way your body keeps my heart beat sound. It's amazing all the time. You are the only thing I need in life. Oh, I want you. Can't you see? I want you. I believe 'cause I want you. Here with me, I'm gonna go crazy. I'm gonna go crazy for love. Da es also überraschend jetzt geschneit hat im Winter hier, ne? Damit hat niemand gerechnet. Hat niemand gerechnet, haben wir uns jetzt einen Schlitten ausgeliehen und das hat er uns gebraucht verkauft. Das wollen wir auch mal ausprobieren heute bei dem Berg. Hier sind schon die Silvestervorbereitungen. Die Hütten werden aufgemacht, die Lichter werden angemacht im Hintergrund. Es ist jetzt gerade um 2. Was? Weiße Weihnachten? Das ist weiße Silvester. Ich fühle mich aber, als wäre Weihnachten.
war das. Nur wer erwachsen ist und Kind bleibt, ist ein Mensch. So, endlich halten unsere Bäume. Und das Coole war, ich war mitten in der Nacht im gruseligen Märchenwald und habe Steine gesammelt. Und letzten Endes hat das Problem Mutter Natur selbst gelöst. Die Mutter Natur. Aber jetzt schaut euch diese fantastische Landschaft an. Wir stehen hier und direkt unter uns der Rodelhagen. Das ist das Schöne am Wintercamping, man wird direkt angegriffen. Man muss immer auf der Haut sein. Boah, das geht gar nicht. Das ist nicht vorbildlich, wie ich das mache. Da bin ich ganz froh, dass du das machst und nicht ich. Wohin gehen wir jetzt? Wir gehen zum Feuershow. Das ist gleich hier. Oh, guck mal, da oben. Oder deinen Namen in die Luft schreiben oder ein Herz oder was auch immer. Schaffst du? Hast du? Richtig festhalten. Super! Toll! Du brauchst keine Angst haben. Die Feuershow ist zu Ende. Wir haben uns getraut, so eine Fackel in die Hand zu nehmen. Und es war wunderschön und verzaubernd. Die Feuerfee, die verlinken wir hier definitiv noch unten im Video. Dann auf zum Countdown von Silvester. Nach einem Riesenprogramm Auftakt sitzen wir jetzt hier bei unserem Silvesteressen. Wir haben mir überlegt, heute nochmal wegzufahren und uns ein Silvesteressen zu gönnen. Das Problem ist, wir haben so viel zu tun gehabt, dass wir es nicht mehr geschafft haben. Und das Gute ist am Camping, du kannst das einfach perfekt, unperfekt planen und umsetzen. Wir haben jetzt so ein paar Reste zusammengesucht, ein paar Nudeln und unseren Camembert-Käse. Würde ich zu Hause so nie essen, aber passt jetzt perfekt zu Silvester.
dass wir was im Magen haben. Guten Appetit. Wohl bekommt. Wir machen jetzt was ganz Verrücktes. Einmal Nachtrodeln. Ohne Mist, einmal Nachtrodeln und im Hintergrund Feuerwerk. Unglaublich. Ich liebe jetzt schon dieses Silvester. Einfach einzigartig. Wir fahren mit den Schlitten ins Jahr 2026. Achtung, Beine hoch und ey, das macht mega Spaß. Da wird man echt wieder zum Kind, ey. Und vor allem die Rodelbahn direkt neben Wohnwagen. Das ist doch genial. Oh Gott, das geht schnell. Und hinter uns Silvester. Silvester. Wir wollten eigentlich hier lang. Ja, Haben wir aber nicht geschafft. Traum eines jeden Kindes. Nachtrodeln. Zu Silvester. Wow. Das sieht doch mal toll aus. Oder, Fenja? Wir wünschen euch für dieses Jahr wunderschöne Campingerlebnisse, Tolle Urlaube mit schönem Wetter viele schöne Treffen mit wunderbaren Menschen und unvergessliche Erlebnisse bei hoffentlich coolen Hotspots. und was ganz wichtig ist, geht raus in die Natur und wir sagen, Hauptsache weg!